Ich freue mich, heute Christian Högl bei mir begrüßen zu dürfen. Christian war bei mir Kunde und wir haben gemeinsam sein Buch geplant, geschrieben und veröffentlicht. Heute ist Christian stolzer Autor des Buches Noch 5 Tage bis zum Wochenende. Wie Sie berufliche Veränderungen nutzen, um Erfüllung, Spaß und Erfolg in Ihrem Arbeitsleben zu finden. Christian, würdest du dich bitte kurz vorstellen? Ja, hallo Stefan. Ich bin Christian, bin 45, bin von Beruf Unternehmensberater und habe mich auf das Thema Berufs- und Karrierecoaching spezialisiert. Davor war ich 25 Jahre unselbstständig tätig, habe eine klassische Industrie äh, Konzernkarriere hinter mir und ja, bin jetzt seit knapp 3 Jahren selbstständig und ja, bin unglaublich motiviert, auch weiterhin in meinem Herzensthema, ja, meine Kundinnen und Kunden zu betreuen. Mhm. Und wie sah deine Situation aus, bevor wir uns getroffen haben? Also, die Situation war so, dass ich, erst seit kurzer Zeit selbstständig war, aber diesen Wunsch, ein Buch zu schreiben, schon lange in mir trug und der Start der Selbstständigkeit genau der passende Zeitpunkt für mich war. Das heißt, es, hat ganz viele Ideen gegeben. Ich hatte bereits, ja, Brocken für ein Manuskript selbst vorbereitet, ohne wirklich in den Prozess, ein Buch zu schreiben, drinnen zu sein. Und die Ideen haben mich sozusagen überholt. Und was mir da gefehlt hat, war einfach, hm, a klarer Weg, wie ich denn wirklich ein Buch schreiben kann. Jetzt kann man da relativ viel googeln und natürlich auch im Netz, herausfinden. Aber ich sage mal, da gibt's so viele Bestandteile und ich bin doch jemand, der sehr strukturiert arbeitet. Und genau, das war so meine Situation. Auf der einen Seite, sehr motiviert, sehr viele Ideen und auf der anderen Seite, ein großes Fragezeichen: „Wie soll ich denn dieses Projekt, mein eigenes Buch schreiben, wie soll ich das angehen?“ Mhm. Cool. Und welchen Entscheidungsprozess hast du durchlaufen, bevor du dich entschieden hast, mit mir zusammenzuarbeiten? Ja. Hm. Ich war ja in diesen 25 Jahren der Unselbstständigkeit lange Zeit im Einkauf tätig und ich bin eigentlich so vorgegangen, wie ich das auch, ja, gelernt hatte und wie ich das gewohnt war. Nämlich, ich habe mir mal einen Überblick über den Markt verschafft, den gibt's da eigentlich, im Bereich des Buchcoachings, und habe dann tatsächlich, ich weiß jetzt die Zahlen nicht genau, zwischen 10 und 15, äh, Coaches angeschrieben, die ich mir vorher im Internet angesehen habe. Da warst einer, davon du. Ich habe mit jedem, Gespräche geführt. Da ist darum gegangen, was ist meine Buchidee, äh, wie würde die Betreuung aussehen. Natürlich war auch der monetäre Aspekt, nämlich was wird das Ganze auch kosten, wie lange wird das laufen, war ein wesentlicher Schritt. Auch die Frage, äh, soll ich einen Verlag wählen oder soll ich das, im Eigenverlag, machen? Das waren immer wieder Gesprächsthemen, die, für mich hm, einfach wichtig waren, um mir ein klares Bild, davon, bilden zu können, mit wem ich diese Reise, ja, angehen und starten mag. Jetzt weiß ich nicht, ob in der Frage auch schon der Entscheidungsprozess drinnen, äh, mit drinnen war, wie ich dann zu dir gekommen bin. Nein, noch nicht ganz. Okay, soll ich die beantworten, die Frage? Gerne. Mhm. Ähm, also nachdem für mich das Zwischenmenschliche ein ganz ein großes Thema ist, nicht nur im beruflichen Thema, sondern auch privat, das entspricht meiner Persönlichkeit, äh, warst du einer meiner Favoriten, was, die Zusammenarbeit betrifft, im Sinne dessen, äh, begegnen wir uns auf Augenhöhe, können wir das auch professionell machen, aber gleichzeitig mit einer, entsprechenden Gelassenheit und auch, zwar mit dem nötigen Druck, aber nicht mit zu viel Druck an das Ganze, herangehen. Für mich war es schon in unserem Erstgespräch schön herauszufinden, wie strukturiert du, an die Sache herangehst. Das ist für mich unglaublich wichtig. Das habe ich auch vorhin schon erwähnt. Es war mir nach unserem ersten Gespräch eigentlich klar, wie könnte die Zusammenarbeit zwischen uns ausschauen. Nämlich, du hast mir 'n Überblick gegeben, was sind die ersten Schritte, wie geht es dann weiter und wie kommen wir auch an ein Ende. Ich wusste in unserem
Erstgespräch ein ungefähres Zeitfenster. Jetzt weiß ich natürlich oder wusste ich, dass das von vielen Faktoren abhängig ist, auch von meinem eigenen Input, das ich leiste. Aber du hast mir einfach ganz viel Input schon gegeben. Du hast mir sehr äh, ein genaues Bild gezeichnet, wie unsere Zusammenarbeit aussehen kann. Und für mich war es ein Mix aus vielen Faktoren. Ja, da kommt auch der monetäre Aspekt rein. Ich bin da ganz ehrlich, du warst weder der günstigste noch warst der teuerste. Aber ich habe einfach neben dem Menschlichen, was für mich extrem wichtig war, ähm, die Antwort für mich bekommen, nämlich aus der Expertise, das, was ich bekomme bei dir und das, was ich erwarten darf, dass es unglaublich stimmig ist, und das war der Grund, warum ich mich ja für unsere Zusammenarbeit entschieden habe. Okay, das beantwortet fast schon die nächste Frage. Ich stelle sie trotzdem. Gerne. Was waren die Unterschiede? Was habe ich anders gemacht, dass du dich für mich entschieden hast? Wieso hast du dich für die Zusammenarbeit mit mir entschieden? Vielleicht gibt es da noch irgendeinen Punkt, der vorher noch fehlte? Mhm. Der wesentliche Punkt, Stefan, war, äh, dass du klar vorgegeben hast, wie dieses Buchcoaching ablaufen soll, auch im Sinne der Struktur, der Organisation, aber du trotzdem immer wieder diese Felder auch offen gelassen hast im Sinne von: „Okay, schauen wir mal, wie wir vorankommen. Wir nehmen uns mal X tausend Wörter vor, aber wenn es aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit in einer Woche, 2 Wochen nicht möglich ist, dann können wir mal weniger machen. Aber genauso, wenn Ressourcen da sind, kann ich auch mehr machen.“ Wir haben uns, wie wir veröffentlichen wollen, einfach so ein Stück weit aufgehoben. Wir haben gesagt: „Okay, lassen wir mal den Prozess starten, lassen wir den Prozess entwickeln, und treffen wir dann die Entscheidungen.“ Der Unterschied zu vielen anderen ist, diese Entscheidungsfreiheit und auch diesen Entwicklungsprozess mit offenen Entscheidungswegen, den hätte es dort nicht gegeben, sondern es war quasi in Stein gemeißelt, wie man da vorgehen gehen soll. Und das war für mich ein wichtiger Weg, weil ich wusste A, okay, so ist die Struktur, aber B wusste ich auch, du nimmst auf mich Rücksicht. Und ich war ja, ich wiederhole mich, neu in der Selbstständigkeit. Ich habe nicht gewusst, okay, wie viel Zeit habe ich dann wirklich? Ich habe vorher noch nie ein Buch geschrieben, das heißt, ich wusste auch nicht, äh, läuft das so richtig vom Input her, bringe ich die Zeichen in und so weiter. Und das offen zu lassen, war ein riesengroßes äh, oder ein riesengroßes Unterscheidungsmerkmal zu anderen Buchcoaches. Okay. Und als wir dann zusammengearbeitet haben, wie war das für dich? Was haben wir gemacht und welches waren dabei die wichtigen Momente für dich? Mhm. Ganz wichtig war für mich, dass wir wirklich jede Woche einen fixen Termin hatten für das Buchcoaching. Es gab Wochen, da ging unglaublich viel weiter und da hatten wir auch unglaublich viel zu besprechen. Es gab Wochen, da ging weniger weiter, und trotzdem haben wir uns getroffen, weil wir einfach den Prozess immer so am Laufen halten wollten, und das war äh, unglaublich wichtig für mich. Für mich war es wichtig, jemanden zu haben, äh, der mich motiviert, aber ich sage mal, auch direkt sagen kann, wo ich Verbesserungspotenzial hatte oder weiterhin habe. Äh, Wenn es darum gegangen ist, wo schmücke ich ein Thema vielleicht zu viel aus, wo gehe ich vielleicht ein bisschen zu eng und könnte es noch ausschmücken. Also, da gab es jederzeit einen ganz offenen, ganz einen konkreten Input auch von dir, wie ich das verbessern könnte. Ähm, Wenn man vorher in diesem Thema noch nicht tätig war, des Buchschreibens, äh, ja, geht es auch ein Stück weit darum, herauszufinden und zu lernen, wie man denn auch Sätze formuliert, wie Satzlängen sind, ja, wie man auch mit äh, ja, den Satzbildungen umgeht. Und das war für mich ein wichtiger Prozess, beziehungsweise wichtig war einfach von dir immer darauf hingewiesen, auch zu werden. Und das war, und das möchte ich auch sagen, nie lehrerhaft, sondern das war, wie ich es vorher angesprochen habe, immer auf Augenhöhe. Du hast meine Meinung zugelassen, du hast deine Meinung dazu gesagt. Und genau, das war unglaublich wichtig für mich. Und ich sage mal, das war äh, grad die erste Phase,
immer der klassische Ablauf, wie wir zusammengearbeitet haben. Natürlich, wie das Manuskript dann schon weiter fortgeschritten war, haben sich auch andere Themen ergeben, wo wir in Richtung Grafik gedacht haben, wo wir in Richtung Lektorat et cetera gedacht haben. Aber am Ablauf, dass wir uns jede Woche getroffen haben, dass du auch zwischen, äh, den wöchentlichen Treffen immer für mich da warst, immer wieder, schnell und präzise geantwortet hast. Das war die Art der Zusammenarbeit, die ich auch unglaublich geschätzt habe. Super, das freut mich. Und inzwischen ist dein Buch ja veröffentlicht. Wie war dieser Prozess bisher für dich? Spannend. Also, ich glaube, in Summe waren es 12 bis 18 Monate, die wir dann schlussendlich, zusammengearbeitet haben bis zur Veröffentlichung des Buches. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht auf andere umlegen, weil es meine persönliche Situation war. Also, hat eben in meinem Fall, diese Zeit beansprucht. Und da den Drive nicht zu verlieren, da dran zu bleiben, auch bis zum Ende hin, war gar nicht so einfach, aber du hast mich von Woche zu Woche auch motiviert, dort ja auch die letzten Meter jetzt noch zu gehen. Genau, und im September letzten Jahres war dann der Zeitpunkt, also 2024, wie das Buch veröffentlicht worden ist. Und A war es für mich extrem hilfreich, dass wir auch diesen Prozess gemeinsam gemacht haben. Wir haben uns ja dann für Self-Publishing auf Amazon entschieden. Und da jemanden zu haben, der da auch unterstützt, war für mich extrem wichtig, weil es doch nicht so simpel ist, wie das vielleicht immer wieder klingen mag, im Sinne von, ja, schreib ein Buch, veröffentlich's und dann verkaufst du schon. Also ich habe recht schnell merken dürfen und lernen dürfen, da steckt durchaus mehr dahinter. Genau. Und was ich auch lernen habe dürfen, ist, äh, die Arbeit nach der Veröffentlichung wird nicht weniger als vor der Veröffentlichung. Äh, Vielleicht sogar noch mehr, äh, weil es dann einfach abgeht, das Buch zu verkaufen. Und genau, da braucht es auch wieder einige Arbeit, da braucht es auch wieder Unterstützung, die ich auch von dir bekommen habe. Da braucht es auch Try and Error, also Lessons learned, um wirklich herauszufinden, wie bringt man dieses Buch bestmöglich an den Mann und an die Frau. Genau, jetzt schauen wir mit fast oder ein Jahr Veröffentlichung, äh, auf das Buch. Man sieht da auch immer einen tollen Entwicklungsprozess. Prozess. Der geht nicht immer nur nach oben, sondern der geht auch nach unten. Aber auch da nimmt man sehr viel Wissen mit, sehr viel, würde sagen, die Lernkurve, die geht stetig nach oben. Und da geht's halt auch darum, immer wieder Anpassungen vorzunehmen, dran zu bleiben, den Vertrieb anzukurbeln, Marketing anzukurbeln, und da einfach nicht locker zu lassen. Mhm. Wie hat die Zusammenarbeit ausgesehen? Wovon hast du davon am meisten profitiert? Am meisten profitiert habe ich von deiner Erfahrung, und deinem Know-how, wie man so ein Buchprojekt angeht. Äh, Ich habe es ganz zu Beginn schon gesagt, ich hatte viele Ideen. Für mich war es eher weniger Problem, äh, wirklich Wörter aufs Papier zu bringen, ähm, aber die Struktur, die Herangehensweise, das war für mich die größte Hilfestellung. Und man muss ja auch dazu sagen, das Projekt Buchschreiben beginnt ja gar nicht mit dem Schreiben per se, sondern man muss sich ja im Vorfeld mal die richtigen Fragen auch stellen. Ganz klassisch, wer ist der Zielkunde? Also, für wen schreibe ich dieses Buch? Und ich sage mal, ich in meiner Euphorie hätte einfach begonnen zu schreiben, ohne genau mir diese Fragen zu stellen. Aber das war eben ganz wesentlich, dass du mich damit konfrontiert hast. Äh, für wen will ich denn dieses Buch eigentlich schreiben? Was will ich bewirken? Wie soll sich d das Leben für den Leser, für die Leserin, im Endeffekt dann verändert, wenn sie mein Buch gelesen haben? Weil genau diese Fragen und diese Reflexion, die führt uns eigentlich oder hat uns durch den ganzen Buch Entstehungsprozess geführt, und die ist eminent wichtig, diese Frage immer zu stellen: „Bin ich da jetzt noch am richtigen Kurs?“ Im Sinne, schreibe ich da jetzt noch für die richtige Zielgruppe? Äh, Weil das ist schon etwas
ganz Wichtiges. Ganz konkret nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Genau, von dieser Erfahrung, die Erfahrung, was den Prozess betrifft, aber auch die Erfahrung, äh, wie wird ein Buch auch inhaltlich geschrieben, damit es dann auch für den Leser interessant und nicht langweilig wird, davon habe ich am allermeisten profitiert. Mhm. Super. Warum würdest du anderen empfehlen, mit mir zusammenzuarbeiten? Und was würdest du jemandem sagen, der sich noch nicht so ganz sicher ist? Also, ich würde ihm sagen, macht einfach einmal einen Termin mit Stefan aus, äh, weil es ist die beste Möglichkeit, einmal herauszufinden, ob er zu dir passt und ob du zu ihm passt, weil, äh, neben dem Know-how ein ein Buch mit zu betreuen oder zu betreuen als Buchcoach, bleibt für mich einfach diese menschliche Komponente, ein ganz eminent wichtiger Baustein. Warum? Äh, Jetzt habe ich gesagt, 1,5 Jahre haben wir zusammengearbeitet. Das sind, alleine, ich überschlage es jetzt mal, 80 Treffen, die wir hatten per Zoom, plus die Treffen, die wir dazwischen hatten. Also, wir reden von einer zusammen über deutlich mehr als 100 Stunden, die wir da verbracht haben. Und ich sage mal, wenn da nicht eine gewisse, gemeinsame Basis da ist, wenn da nicht ein gewissen zwischenmenschliche, äh, Verständnis da ist auch und Sympathie, dann kann die Expertise noch so gut sein, die wird dann darunter leiden. Ich möchte nicht behaupten, dann geht's nicht, aber das ist sicher ein wichtiger Punkt. Also, ich würde raten, mal ein Gespräch zu machen, um dich kennenzulernen und sich auch überzeugen zu lassen, von den Erfahrungen, die du hast, von den Referenzen, die du hast. Du hast auch viele Lessons learned. Ich würde aber trotzdem auch empfehlen, mal links und rechts zu schauen, äh, genau, um herauszufinden, dass du wirklich eine tolle Wahl bist, wenn es darum geht, 'ne Betreuung für sein Buch, zu engagieren. Perfekt. Vielen Dank. Dankeschön für deine Zeit. Stefan, sehr gerne.